Ich möchte für Liebe stehen, für Stärke. Ich möchte für Gemeinschaft stehen. Also ich möchte eine Motivation für Menschen sein. Auch ich möchte für Selbstliebe stehen, so für Selbstakzeptanz auch. Seitdem ich Afro-Spartaner auch veröffentlicht habe, lerne ich. Also ich lerne extrem viel, weil ich plötzlich über noch mehr nachdenke als vorher. Oder weil ich dann plötzlich auch noch eher über die Menschen nachdenke, die dann auch auf mich zukommen, mit mir sprechen und die ich motiviere. So, ich sehe einfach, okay, das sind Menschen, die brauchen das auch einfach. Das ist ein wichtiger Part, den ich da eingenommen habe. Und ich denke, ich wachse damit auch einfach. Es ist eine große Rolle, muss ich sagen. Manchmal bin ich ein bisschen überfordert, weil ich mich nie darauf vorbereiten konnte. Aber vielleicht ist es auch gut, dass ich mich nie darauf vorbereiten konnte. So kann ich natürlich und ehrlich halt an die Sache rangehen. Also, was ich aber erlebe als schwarze Frau, ist im Berufsleben zum Beispiel, an der Schule, dass ich dann, wenn ich den Mund zu weit aufmache, so, dass das nicht so gern gehört wird, wenn ich zu ehrlich, zu direkt bin. Es ist immer sehr gut, wenn ich sehr gut bin in meiner Arbeit, aber ich darf niemals besser als der andere sein. Und ja. So, oder man wird mit einer Putzfrau verwechselt. So, ich meine, Putzfrauen, das sieht man denen an, wie die gekleidet sind. So, und dann rennst du in so einem Schulgebäude rum und alle denken, du bist eine Putzfrau. Obwohl ich so überhaupt nicht so gekleidet bin. So, oder alle gehen gar nicht erst davon aus, dass du eine Dozentin bist. Vielleicht bist du sogar eher eine Schülerin. Oder ich bin es gewohnt, dass die Leute immer mit Steinen auf einen werfen. Vor allem, wenn du gut bist. Wenn du etwas gut machst, dann gucken alle und versuchen, dich eher runterzuziehen. So. Und wenn jetzt ein Mann vor mir steht und mir sagt, hey, du kannst das nicht, dann zeige ich ihm, dass ich es kann. Und ich weiß einfach, dass ich es kann. Es ist nur wichtig, dass wir lernen, miteinander trotzdem umzugehen. Und wir sind zwar alle Unikate, aber trotzdem können wir gemeinsam ein Unikat bilden. Versteht ihr? So, wir müssen aufhören, irgendwie anderen nicht zu gönnen. Wir müssen anfangen zu gönnen, zu supporten uns untereinander, gegenseitig. Ja, es kommt wie gesagt auch auf den Menschen an. Wenn du selber so ein Typ bist, der dann wirklich so auch aussortiert, Frau und Mann und das kann Mann und das kann Frau, so, dann kann es schnell passieren, dass man das glaubt, was die Menschen einem erzählen. So, aber ich habe mir mit der Zeit einfach, ich habe eine Stärke einfach gewonnen, Durchsetzungsvermögen und Durchhaltevermögen auch einfach und deswegen, Mann. Es ist ja genauso wie mit der Black Community. So, die Black Community wird immer unterdrückt und ins schlechte Licht irgendwie geworfen. Also jetzt hast du die Möglichkeit zu sagen, okay, ich werde zwar immer unterdrückt, aber ich gehe morgen trotzdem arbeiten und zeige denen, dass ich es kann. Und wenn die mich heute wieder diskriminieren, dann gehe ich morgen nochmal dahin und zeige denen, dass ich es kann. So. Und irgendwann bin ich dann da, wo ich sein möchte. So, man darf sich nicht von dem, was ist ja wie wenn du unterwegs bist. So, es gibt immer jemanden, der versucht, dich zu unterdrücken. Irgendwelche Leute, die immer mit Steinen werfen, Leute, die Gerüchte verbreiten. So, davon einfach nicht beeinflussen lassen, sondern einfach seinen Weg weiter verfolgen so, und versuchen, noch stärker zu werden. Also erstmal Afrodeutsch, ich kann dieses Wort nicht hören. Afrodeutsch, ich bin nicht Afrodeutsch, ich bin Kenia-Deutsch. So, und wenn nicht Afro-Europäerin. So, also wir wollen um etwas kämpfen, aber wir machen dann Afrika immer noch so klein. So, Afrika und Deutschland, so, wir sind nicht Afrodeutsch. So, Afroamerikaner sagen das auch, weil sie nicht, zum größten Teil nicht wissen, wo sie herkommen. Aber wir hier in Deutschland, die meisten hier wissen, wo die herkommen oder wo die Eltern zumindest herkommen. So, findet heraus, wer ihr wirklich seid erstmal. So, ich bin Kenia-Deutsch, ich bin nicht Afrodeutsch. Und die andere Sache ist, eine Black Community gründen ist wichtig und gut, aber wenn ich eine Community gründen würde, ich würde eine Community gründen. So, weil ganz ehrlich, so, wenn ich eine Community gründe, dann will ich auch, dass er vorbeikommt. Thomas von Thema Takt und meine Tänzer, Tobias, ey.
meine Tänzerin Shaolin, so, sie setzt sich genauso ein. So, und ich habe das mal nachgefragt. Ich so, hey, das ist eine Black Community, finde ich voll gut. Aber wo sind denn die, die nicht black sind? Und dann alle so, oh mein Gott, wie kannst du nur so eine Frage stellen? Aber ich sage einfach, das ist nicht der Weg, so, weil wir kämpfen gerade darum, dass wir ausgeschlossen werden und jetzt fangen wir an, andere auszuschließen. Das ist auf gar keinen Fall der Weg. Klar verstehe ich es, wenn man sagt, ich kann über meine Erfahrungen nicht sprechen, wenn eine weiße Person im Raum ist. So. Aber ich sage, warum? Weil nicht jede weiße Person hat dir Schlechtes getan. Und ich denke, gerade dann ist es wichtig, dass du es auch lernst, einer weißen Person zu erzählen, was dir passiert ist. Weil für dich du dann auch die Antwort bekommst, so nicht jeder Weiße ist gegen dich. So, das ist so, und das merke ich halt in der Black Community, dass das gerade entsteht, wir tun uns zusammen und die Weißen raus und das ist nicht der Weg, das ist nicht die Lösung. So, alle denken sich wahrscheinlich wieder, was erzählt die da, die Leila Hakimi? So, aber nein, das ist so, und dann kriegst du so, die extrem radikal sind, das sind dann meistens die eine weiße Mutter haben und einen schwarzen Papa oder umgekehrt. Und ich mir denke so, ey, was ist los? Und ich glaube, das Problem liegt eigentlich wo ganz, ganz anders. So. Und ja, genau, ich denke, das Problem liegt einfach wo ganz anders. Ich glaube, vielleicht ist es bei mir anders, weil ich in Kenia geboren bin. Ich glaube, es ist anders, wenn du hier geboren bist, irgendwie noch Wurzeln woanders hast, aber das noch nie erlebt hast und immer damit konfrontiert wirst. Ich meine, ich bin jetzt auch hier und ich mache mir keine Gedanken darüber, wo ich herkomme, weil ich hier groß geworden bin. Aber ich werde immer wieder daran erinnert von anderen Leuten. So. Und dann fange ich erst an, darüber nachzudenken, könnte und warum und wieso und weshalb. Aber so jemand, der irgendwie Kenia-Deutsch ist oder Angola-Deutsch, ich glaube, der hat es viel schwieriger, so zu wissen oder zu sagen, wer er ist. Und ja, also Black Community ist echt wichtig, aber es ist auch wichtig, wer da vorne steht, so, und was er den Leuten erzählt. Dann ein ganz wichtiger Punkt, so Kenia-Deutsch, Angola-Deutsch, wenn du beides in dir hast, dann bist du eine Brücke. Das ist das, womit ich, mein Trommler, mit ihm rede ich auch gerade darüber. So, ihr seid eine Brücke für uns, um uns zusammenzuführen. So, es kann sein, dass ich eine Veranstaltung mache, jetzt ein bisschen, wenn wir alle radikal werden, dann würden nur die Schwarzen kommen vielleicht. So, dann macht der Weiße seine Veranstaltung, dann kommen nur die Weißen. Aber wenn du deine Veranstaltung machst, dann komme ich. Aber dann kommen so viele Leute einfach und so, ihr seid die Brücke. So, wir sind die Brücke, aber ihr seid auch nochmal auf eine andere Art und Weise. Und wenn ihr anfangt, euch zu radikalisieren oder euch eine Seite auszusuchen oder euch komplett von beidem abzukapseln, so, dann wird es nur Chaos geben am Ende des Tages. Ich möchte in einer bunten Gesellschaft leben, so, in der Gesellschaft, in der wir uns auch gerade befinden, aber eine Gesellschaft, die miteinander, wo es Communities gibt und keine Black- oder White-Communities, sondern wo es Menschen-Communities gibt, wo es um den Menschen geht, um sein Wohlergehen und nicht um seine Hautfarbe, um das, wie er aussieht. So, in so einer Gesellschaft möchte ich leben. So, wo man nicht mit dem Finger auf dem einen zeigt, weil er irgendwie anders aussieht. So, wo einfach jeder akzeptiert wird, weil wir alle unterschiedlich sind. So, wir haben alle unsere Fehler, unsere Schwächen, unsere Stärken. So, wo wir einfach versuchen miteinander. Ich versuche dich zu verstehen, wie du bist und versuche dich so zu akzeptieren, wie du bist. Aber wir versuchen auch trotzdem irgendwie miteinander uns aufeinander einzulassen, aber auch aufeinander irgendwie einzugehen. So, das ist die Community, in der ich leben möchte. Die Welt, in der ich leben möchte. Eine bunte Welt.